Hallo, willkommen bei Piranha Becken TV. Wir sind zwei Piranhas hier im Hause an der Ruhrallee in Essen. Piranha Bytes. Wir machen Computerspiele. Und das Thema heute ist Third Person oder First Person. Ja? Gut, dass du das jetzt gesagt hast. Warum? Okay. Ja, schwierig, ne? Was ist denn jetzt was? Was ist Third, was ist First? Also, bei Third Person Ja. kann ich das Figürchen vor mir herlaufen sehen. Dritte Person. Genau. Ja, so. Ich bin die dritte Person. Genau. Und Ja. in der First Person gucke ich sozusagen aus den Augen der Spielfigur heraus und sehe sie selber nicht vor der Kamera. Wo kommt das Third Person her? Das kommt erste Person ich, zweite Person du und dritte Person er, sie, es. Ne? Also im Grunde genommen. Das heißt Third Person vermutlich. Ja, ja, was ist denn dein Favorite? Ich spiele tatsächlich beides, kommt also so ein bisschen aufs Spiel an, aber momentan favorisiere ich tatsächlich ganz gerne die First Person in meiner Freizeit. Weil ich gerne diese First-Person-Immersions-Adventure-Dinger spiele. Da stehe ich momentan drauf, ne? Bei Rollenspielen spiele ich aber auch sehr gerne Third-Person. Ich bin jetzt zum Beispiel nicht so ein ISO-Fan, ne, wo du da so von schräg oben auf die Map guckst, so. Ein kleinen Püppchen so, Ja. ne? Das ist eher so was Strategiespielartiges, ne? So Häufig. wie Baldur's Gate oder so, ne? Also das gibt's ja auch als Rollenspiel. Genau. Auch cool, klar, aber Ich hatte mich mit vielen Leuten unterhalten. Also ich fand das, ich komme aber auch irgendwie, nebst der Adventure, die ich als Kind immer gespielt habe, habe ich damals auch viele Shooter gespielt und die Shooter sind ja tatsächlich vorrangig First-Person-Spiele. Ne, das heißt, du siehst eigentlich so deine Hand oder deine Knarre, ne, womit immer du durch die Gegend schießt und guckst aus deinen Augen irgendwie und kannst dann irgendwie durch so ein Level laufen. Und ich fand immer, das sah immer so geil aus. Erstens hatte ich das Gefühl, ich sehe mehr, weil die Figur nicht im Weg ist und ich bin irgendwie so direkt drin. Es ist alles irgendwie näher dran, hatte ich immer das Gefühl, bei First Person. Und ich dachte dann, cool, ich bin jetzt wirklich da so drin. Ja. Ne? Ich bin nicht noch mal weiter weg. Und interessanterweise habe ich sehr viele Leute in meinem Dunstkreis, die sehen es genau andersrum. Du zum Beispiel. Die können einfach nicht so richtig damit umgehen, wenn die Spielfigur nicht vernünftig vor sich sehen. so weit würde ich jetzt persönlich nicht gehen, ne? Aber es gibt viele Spiele, die spiele ich lieber Third Person, muss ich ganz ehrlich sagen, weil dann habe ich doch schon irgendwie das Gefühl, ich steuere die Figur so, ne? Dieses mittendrin statt nur dabei, beim First Person kann ich auch eine Menge abgewinnen, aber ich erwische mich dabei, wie ich Fallout 4 sehr häufig in Third Person gespielt habe. Es gibt da so einen Button, den man drücken kann und dann siehst du halt die Figur. Also irgendwie ist doch, finde ich geil. Ne? Deswegen mag ich auch die Spiele, die wir machen, ne? Sind ja Third Person Spiele und das ist schon cool. So, ne? Klar haben wir auch schon über First Person nachgedacht. Ne? Wir haben ja auch früher mal irgendwie bei den Gothic Spielen auch mal so ein First Person View drin gehabt, so eine Kamera-View und so weiter, aber für unsere Art von Spiele, es ist halt was anderes, ne? Du hast zum Beispiel kein Crosshair. Bei Fallout hast du ein Crosshair, ne? Das, was du halt irgendwie anvisierst. Crosshair ist halt dieser Pöppel oder das Kreuz, so, ne? Wo du eine Gegend rum und dann hast du das Item und so weiter. Das machen wir nicht. Wir haben so einen Fokus, ne? Das heißt, du kommst in die Nähe von dem Ding, was du gerne möchtest, den Typen anquatschen, das Item aufnehmen, ne, das Objekt benutzen, das ins Bett legen, Tür aufmachen, was auch immer. Dann hast du halt den Namen, den Fokusnamen, der dann da aufleuchtet, so, und jetzt hier bitte drücken. Das ist mehr so ein Automatismus, dann gehst du da hin und dann kannst du das machen. Bei den First-Person-Spielen musst du tatsächlich ganz genau auf das Ding dann draufhavern, ansonsten entdeckst du es erst gar nicht. Das ist natürlich auch eine ganz andere Art von Spiel. Das heißt, wenn du in einen Raum reingehst, musst du sehr viel aufmerksamer den Raum durchsuchen, damit du Dinge findest. Bei uns, ne, klapperst du einmal irgendwie das Rondell ab. Ist halt noch ein bisschen schnelleres Spiel, ne, als das First Person. Ist halt eine andere Art von Spiel.
Ich glaube, das machen sich viele Leute auch gar nicht bewusst. Ne? Es ist eine sehr groß diskutierte Sache. Aufgefallen ist mir, dass als letztens über Cyberpunk diskutiert worden ist. Und der Witcher ja nun mal ein Third-Person-Spiel ist, ja. auch, ne? War ja auch schon von Anfang an. So, und Cyberpunk ein First-Person-Spiel werden soll. Ah ja. Und super viele Fans natürlich von CD Projekt Red dann sagen, ja, ich möchte aber eigentlich gar kein First Person. Dann baut das doch mal eben optional ein. Und dann kommen wir zum Thema, warum macht man das eigentlich nicht, sowas mal eben? Ne? Wir sprechen natürlich wieder für uns und nicht für CD Projekt, die haben vielleicht noch ganz andere Gründe. Ja, bei uns wäre es umgekehrt. Genau, ne? Ja. Warum macht man nicht mal eben dann noch so ein First-Person-Mode rein, ja? Das ist nämlich nicht mal eben, nichts ist mal eben. Es bedeutet nämlich eine völlig andere Mechanik dahinter zu setzen. Erstens, wenn ich jetzt ein First-Person-Spiel habe, um das mal zuerst aufzugreifen, dann habe ich gar keine Anis. Die brauchen die nämlich gar nicht. Die vielleicht haben noch die Hände noch so ein bisschen, ne? Vielleicht so ein bisschen, ja, aber ne, wie die Beine aussehen, wie behämmert die Körperhaltung ist, das interessiert überhaupt gar keinen, weil du es sowieso nicht zu Gesicht bekommst. Damit sparen die sich natürlich auch eine Menge, ja? Also First-Person-Spiele im Allgemeinen. Das heißt, man kann nicht mal eben irgendwie eine Third-Person-View reinbauen, weil du die Figur, die du dann irgendwie animieren musst, die muss dann aber auch erstmal gemacht werden. Die muss dann irgendwie eine komplette Bewegungsabläufe muss die bekommen und alle Animationen, die die Figur machen muss im Spiel, die müssen dann auch her, die sollen dann auch geil aussehen. Die ganzen Kampfanimationen müssen mit rein und alles, was du so halt zu sehen bekommst, was im First Man könnte ja jetzt auf die Idee kommen zu sagen, irgendwie die NPCs müssen das ja auch alle machen. Ja, aber die NPCs, die sind meistens weiter weg, ja, als die Third-Person-Figur und die werden auch nicht als so, soll ich mal sagen, man empfindet halt selber sehr viel mehr Fehler in der Animation, wenn man selber die Figur steuert. Man beobachtet halt das Püppchen, was man selbst steuert, viel intensiver als irgendwelche NPCs, die da lang hovern, wegrollen, evaden, hast du nicht gesehen. Das ist einfach eine ganz andere Nummer. Das ist einfach ein Faktor von Faktor 10 oder so. Ne? Andersherum läuft es natürlich genauso. Das heißt, es sind im Grunde genommen auch zwei komplett unterschiedliche Kampfsysteme, die ich da anbiete. Das heißt, wenn wir jetzt unser Spiel nehmen und würden einfach sagen, na gut, dann machen wir die Kamera eben, kleben wir die Kamera dem eben auf die Nase, super, jetzt haben wir unsere First-Person-View. Dann würde man ja überhaupt gar nichts mehr raffen. Wo ist denn jetzt das Monster, mit dem ich kämpfe? Ich sehe ja meine Kampfbewegungen überhaupt nicht mehr. Ja, vor allem das Verhalten der Monster muss ein ganz anderes sein. Ne? Richtig. Das heißt, dieses Rudelverhalten irgendwie, der greift an und dieses von der Seite und das muss sich komplett ändern. Das muss was völlig anderes sein. Das ist halt eine Ego-Shooter-Perspektive. Man schießt halt sehr viel mehr, als dass man irgendwie schlägt. Skyrim hat das sehr gut gemacht, finde ich. Ja, die First-Person-Geschichte, dass man auch mit dem Schwert und so weiter. Aber es ist eher, also es ist mehr so wie Kasperle-Theater. Man geht einen Schritt vor, patsch und geht wieder einen Schritt zurück. So, ja, das ist so die Mechanik. So habe ich gespielt. Man kann es bestimmt auch anders spielen, aber das ist so irgendwie, bei Elex oder bei Witcher oder so spielt man so nicht. Da spielt man anders. Da spielt man irgendwie mehr so, ich bin mal hier, ich bin mal da, ich mache eine Rolle, ich drehe rundherum rum. Das machst du in First Person, machst du das nicht. Ja, stell dir mal vor, du hast ein First Person View, irgendwie machst dann irgendwie 2 Rollen irgendwie, dann machst du deinen Jetpack. Wo bin ich? Wie heiß ich? Ja, das funktioniert nicht. Du musst ein anderes Kampfsystem dafür machen. Ja, das ist ne? richtig. Und wenn du es so machst wie bei Fallout oder Skyrim, dann bietest du entweder irgendwie so Mogelsysteme dazu an. Ne? Bei Fallout haben sie es ganz pfiffig gemacht. Die haben dann einfach das Watt-System angeboten und gesagt, okay, wenn ich in Realtime irgendwie das nicht hinkriege, dann darf ich anhalten. Und dann habe ich so ein Wahrscheinlichkeitssystem dabei irgendwie, dass ich einen Treffer habe oder nicht. Und wenn ich Bock habe, kann ich das zum Beispiel nutzen. Das ist eine ganz, ganz pfiffige Idee. Und die Leute, die es irgendwie drauf anlegen, dürfen natürlich trotzdem noch in Realtime schießen. Ja, ist aber trotzdem nochmal ein weiterer Schritt zu einem echten Ego-Perspektive-Spiel, was völlig nur darauf ausgelegt ist, ja. Wo lege ich jetzt meinen Fokus drauf? Auf den Fernkampf, dass das Ego-Shooter-Ding irgendwie besonders gut funktioniert oder dass mein Schwertkampf irgendwie noch funktioniert? Und darf ich dann auch ein Schild dabei haben oder muss es nur eine Waffe sein und so weiter? Wie weit darf die sich bewegen in der Kamera irgendwie? Darf ich richtig ausholen? Sehe ich sie ja nicht mehr, wenn sie hier ist irgendwie. Und 1000 Dinge, die man beachten müsste, wenn man beides anbieten will. Also entscheidet man sich in der Regel vorher. Ne? Also wir sind ja mit unseren Spielen immer mehr in die Richtung Shooter gegangen. Das heißt, mehr Shooter-Elemente hat das Spiel bekommen bei uns. Von
Gothic 1 bis Elex, ja. Also das kann man ja beobachten. Das ging dann über Musketen, über Voodoo-Magie und Gedöns irgendwann bis hin zur tatsächlichen Laser-Rifle, so, ne. Dass man dann auch wirklich sehr viele Shooter-Elemente ins Spiel eingebaut hat, so, ja. Trotzdem ist der Schwertkampf, das heißt der Nahkampf, immer noch der Primärkampf. Richtig. Bei uns. Ne? Das heißt also, damit hast du eigentlich auch am meisten. Das ist natürlich auch so eine Sache, das greift auch ins Balancing ein. Das heißt, dass man sagt, okay, wir sorgen auch dafür, dass der Kampf auch vornehmlich benutzt wird und solche Dinge. Ne? Aber er ist halt doch irgendwie das Dominante und das wird auch von uns erwartet, dass das im Spiel ist. Wenn wir jetzt einfach sagen würden, das ist jetzt nur noch Shooter, dann würden vermutlich viele Leute sagen, was ist das denn jetzt? Wo ist denn der Nahkampf? Wo ist denn mein Schwertkampf? Wo ist mein Schild? Wo ist der Zweihänder? Wo sind diese ganzen Dinge? Ja, dann würden wir wahrscheinlich Ärger bekommen. Also ähnlich wie bei City Project jetzt. Ja, ne? Ja. Dann müssen die erstmal durch diese Hürde, um zu gucken, ja, wir können auch First Person. Ja? Und wir machen das dann auch. Und ich persönlich bin auch ein Fan davon, mach lieber eins richtig, anstatt beides und funktioniert dann beides nicht. Ja. Das ist dann auch nicht schön. Dann hast du irgendwie doppelt so viel Arbeit. Das ist ja auch noch ein Punkt, ja. Kosten. Super kostenintensiv, beides anzubieten. Ne? Und 2 Systeme zu bauen und dass die auch funktionieren, dass die switchen, dass du dann gucken kannst und diese ganze Mist. Ja, es gibt Spiele, die machen beides, ne? So, wie, sag ja, Fallout, ne? Ja. Aber dann ist die Fallout-Figur auch etwas steifer als das, was man jetzt beispielsweise von Horizon kennen würde. Ja, um jetzt einfach mal andere Spiele zu nennen und nicht nur das eigene. Ja. Und dann denkt man sich sehr gut, okay, es ist ja auch ein Ego-Perspektive-Spiel eigentlich, Fallout. Und das andere ist ja nur ein Goodie. Darf man dann meckern, so, wenn sie es dann anbieten? Das ist dann eine interessante Frage. Ne? Man muss dann sagen, irgendwie, ja gut, aber wenn ihr das schon anbietet, dann muss das aber auch schon so geil sein wie das und das. Ja, so ist es aber auch meist. Ne? Ja, schwierig, ne? Also wer nichts macht nichts falsch. Ne? Sobald du es irgendwie drin hast, dann wird's auch bekrittelt. Dann wird's bekrittelt und dann wird's auch bemeckert und so weiter. Und das ist halt so, ja gut, ne? Dann haben die halt andere Anis, die sind halt das Spiel nicht drauf ausgelegt, die haben einen anderen Fokus und so weiter. Das kann man ja auch alles begründen. Das ist auch alles gar nicht schlimm oder so, aber dann benutzt man es vielleicht auch nicht. Ne? Ich habe es benutzt bei Fallout 4, ich fand's toll, ich fand auch super, dass sie dieses Watt-System zwar drin haben, aber dass man das Spiel wirklich wie ein Shooter spielen kann. Ja, das war bei Fallout 3 aufgrund des Mangels an Munition, weil da hast du nämlich die ganze Zeit immer Munition rausgeballert, fast nicht möglich, oder nur schwer möglich. Das fand ich gut, dass sie das gemacht haben. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Am Ende des Tages. Ne? Und ich habe es auch sehr häufig als Third Person gespielt, ne? Dass ich immer gucke, wo ist mein Partner und so, weil du siehst es nicht bei First Person. Dein Partner siehst du nicht so häufig, als wenn du Third Person spielst. Ne? Solche Dinge zum Beispiel. Ne? Wo rennt der Valentine jetzt wieder rum da? Ne? Also Nick Valentine hieß der, war super. Ja, Genauigkeit, ne, haben wir hier noch stehen. Die Genauigkeit irgendwo hinzuzielen ist auch eher bei First Person der Fall als bei Third Person. Na, weil du hast, wie du schon sagst, immer die Figur im Weg so ein bisschen. Ne? Und du hast auch irgendwie mehr Platz auf dem Bildschirm, um irgendwie zu zielen. So, ne? Das heißt also, das ist nicht nur irgendwie der Bereich über die Schulter, sondern der komplette Bildschirm, wo du tatsächlich zielen kannst. Da ist auch die Genauigkeit größer. Das heißt also, diese ganze Geschichte, ich ziele irgendwie mit einer Knarre oder so, funktioniert einfach besser in First Person. Ist so, ne? Trotzdem macht's auch Spaß an Third Person mit einer Schulterkamera, finde ich jetzt. So, ne? Das heißt, so Spiele das ist ja auch so ein bisschen der Kompromiss, so, ne? Ich auch gespielt mit Third Person. So, ne? Die Schulterkamera ist für mich irgendwie so ein bisschen ein Kompromiss. Denn da kann man super viel auch einbauen, was so tut, als wäre es First Person. Ja. Aber du siehst trotzdem noch was von der Figur. Finde ich toll. Ne? Ja. Das kann man auch machen. Aber da muss man natürlich auch gucken, dass das nicht kacke aussieht und ne, dass das irgendwie sich natürlich anfühlt, ne, weil du ja so ein bisschen diese Verzerrungen mit drin hast und solche Sachen. Ja, da gibt's irgendwie 1000 Sachen, die man da beachten muss. Haben wir mal abgefrühstückt so, kann man sicherlich auch noch 1000 Sachen zu sagen, ne, aber... Trophybox oder Community-Frage, was zuerst? Community-Frage natürlich. Gut, dann kommt jetzt die Community-Frage passend zum Thema. Warum ist die Steuerung in Spielen eigentlich oft so ungenau? Ja, ich vermute, diese Folge hat schon ein bisschen in dieser Richtung Aufschluss gegeben. Ja. Denn man kann sich Folgendes vorstellen. Man könnte jetzt zum Beispiel ein System bauen oder eine Figur bauen, die genau das macht, was der Spieler gerade drückt. Tasten, wie auch immer.
Das sieht dann aber wahrscheinlich ziemlich hakelig und kacke aus. Es gibt Spiele, die machen das auch. Mhm. Aber dann slidet der Typ über den Boden, ja, oder bewegt sich, jetzt bewege ich mich links, jetzt bewege ich mich rechts, jetzt bewege ich und so weiter. Mhm. Das wird von vielen Menschen dann aber auch als hässliche Animation empfunden. Richtig. Ja, das heißt, die Figur Hakelige Animation und hin und her und so weiter. Ja, der macht ja nicht genau, was ich sage. Ja, wenn du zum Beispiel irgendwie eine Bodenluke hast oder so, du hast jetzt ein Spiel, was wirklich schön ausdesignt ist, was Animationen angeht und so, und das heißt, dass er immer gut aussieht, ja, dann geht er zu dieser Dachluke und bleibt dann direkt auf der Luke stehen, kriegt das Ding nicht in den Fokus. Aber ich wollte doch eigentlich die Luke, ja, weil man zu spät losgelassen hat. Mhm. Ja, dann muss man halt einen Bogen rennen, dann rennt er irgendwie einen Bogen und dann wieder dahin und dann bleibt er wieder an der falschen Stelle hin. Es gibt so Spiele, die machen das so. Mhm. Ja, ich persönlich, ja, Hauptsache sieht geil aus, ist für mich dann auch nicht immer so wichtig. Ja, aber auch ich brauche dieses Digitale, ich muss die direkte Steuerung dann auch nicht. Ich brauche auch immer so einen Kompromiss. Ja, so ein bisschen schön aussehen soll es schon, aber es soll auch schon irgendwie eine direkte Steuerung und das ist halt irgendwie immer der Kompromiss. Sieht's geil aus oder hast du die direkte Steuerung? Das ist so das Spielchen dabei. Zum Verständnis irgendwie, du kannst zum Beispiel irgendwie eine sehr natürliche Bewegungsablauf aufnehmen, keine Ahnung, bis zum Motion Capture gegangen, hast einen geilen Schauspieler, hast jetzt eine coole Annie und die baust du ein. Und wenn du nicht willst, dass die hässlich aussieht, spielst du die von vorne bis hinten ab. Das heißt, der läuft irgendwie, bremst geschmeidig und bleibt stehen. Das hast du eine bestimmte Zeit, die es dauert, bis diese Animation abgespielt wird. Und in dieser Zeit hast du keine Kontrolle. Und das empfinden die Leute dann auch entsprechend als Kontrollverlust. Und dann gibt es auch noch Zwischenbewegungen. Du sagst irgendwie, ich laufe hier hin, dann will ich mich aber prompt anders entscheiden und nicht nach vorne, sondern nach hinten laufen. Was macht die Figur? Dreht die sich auf der Hacke um oder hat die eine sozusagen irgendwie Zwischenbewegung, um zu sagen, alles klar, ich gehe jetzt mit dem Fuß hierhin, drehe mich wirklich mit dem Körper Bewegung, und eigentlich wäre. Genau, gehe zurück, dann da kostet das Zeit, dann macht er es nicht direkt. Und solche Sachen führen dann dazu, dass viele kleine Animationen, Zwischenbewegungen und solche Sachen mir einen Kontrollverlust geben über die direkte Steuerung. Wir haben die undankbare Aufgabe den Kompromiss zu finden. einen Kompromiss zu finden, wie viel Von darf einem sein. und wie viel von anderen. Ganz Genau. einfach. So, kommen wir zur nächsten Sektion, der Trophy Box. So, was haben wir denn da? Und ganz was Feines. Etwas, was uns jemand geschenkt hat, ja. Und zwar das hier. Das ist ein Bildchen, ja, von einem Spiel. Das Spiel heißt Centric. Ja? Wer steckt dahinter? Die Isa. Ne? Die Isa hat das Spiel im Grunde genommen sich selber ausgedacht. Die ist nämlich ein großer Gothic-Fan. Und die haben wir auch mal getroffen auf einer Messe und ein bisschen mit der gequatscht. Und die hat dieses Projekt angefangen und mit ein bisschen Hilfe, aber vor allen Dingen so ziemlich im Alleingang ein Rollenspiel entwickelt. Und zwar genau das. Und das verkauft sie momentan für ein paar Kröten auf Steam. Und das ist eine Mischung aus einem, so ein Rollenspiel. Du kannst NPCs treffen, du kannst Quests spielen, du kannst Dialoge führen, du kannst Entscheidungen treffen und so weiter. Und daneben Jump-and-Run-Level-Einlagen, ja? Genau. Und da kannst du dann quasi... Also hier ist das Püppchen, ne, wo man sehen kann, und dann machst du so Mario-mäßig irgendwie, spielst du darum. Großartiges Spiel. Ja, finde ich auch sehr gut, mit sehr vielen Gimmicks und auch zum Thema Gothic, ja, die sie sich da rausgepickt hat. Und wer sowas mag, der kann sich das ja einfach mal auf Steam anschauen. Ja, also wir haben das gespielt und ja, die ganzen Parallelen zu unseren Spielen sieht man, ja. Und das ist auch sehr, sehr süß gemacht. Haben wir sehr gesuchtet, das Spiel, macht wirklich Spaß und kann man nur empfehlen, tatsächlich. Ja. Das ist wirklich so eine Mischung aus Mario World und einem Open-World-Rollenspiel, will ich mal sagen. Ja. So, ne? Also wirklich toll gemacht, tolle Grafik, schöne Musik, ja. Fand ich auch sehr beeindruckend. Und guckt euch mal an, ist toll. Ja, dann wären wir damit durch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann nächste Woche. Piranha Byten TV. Bis Macht's dann. gut.
Wir werden oft gefragt, was trinkt ihr da eigentlich? Das ist Cola Zero. Und warum Wasser? Das ist kein Wodka, das ist Wasser, weil wenn ich zu viel Cola trinke, kriege ich einen sauren Magen. Darfst du überhaupt Zero sagen? Zero? Es gibt so viel Zero. Ja? Ja, gut. Es gibt von allem möglichen Zero. Wer jetzt damit angefangen hat, wer der Urheber davon war, weiß ich gar nicht. Ja. Man kann auch sagen Cola Light. Aber Light ist ja dann auch wieder... Gibt auch jemanden, der damit angefangen hat. Oder auch nicht. Dauerwerbesendung. Es ist eine zuckerfreie Cola. So. Ne? Warum zuckerfrei? Ja, gut, weil halt irgendwie... Weil besser schmeckt wahrscheinlich. Da streiten sie alle. Oh.